Die DDR war ein Unrechtsstaat. Das ist eine Aussage, die man immer wieder hört und liest, wenn es um das Thema Stasi und die SED geht. Auf der letzten Etappe der Reise wollen wir es daher etwas genauer wissen und machen uns schon früh auf den Weg. Ready! Das erste Ziel ist das Bunkermuseum Frauenwald. Hier befindet sich ein sogenannter Führungsbunker der Stasi, der im Kriegsfall Schutz für die Bezirkseinsatzleitung Suhl bieten sollte. Dieser war so ausgelegt, dass er das Überleben der Insassen theoretisch für 1 Jahr sichern konnte. Im Falle eines Atomkriegs hätte er allerdings nur für 6 bis 8 Tage Schutz geboten. Weil es hier im Bunker sehr eng und dunkel ist, haben wir leider nicht so viel gefilmt. Wenn ihr euch für solche Anlagen interessiert, schaut am besten selbst mal bei einer Führung vorbei. Aber was war eigentlich die Stasi, beziehungsweise das Ministerium für Staatssicherheit, wie es eigentlich hieß? Die Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit geht schon auf die Anfangsjahre der DDR zurück, wo sie am 8. Februar 1950 unter Anleitung des sowjetischen Geheimdienstes gegründet wurde. Zu den Aufgaben gehörte dabei die Auslandsspionage und die Spionageabwehr. Gleichzeitig sollte das Ministerium auch innerhalb der Bevölkerung Informationen zu Meinungen und zur Stimmungslage beschaffen und auswerten. Unter dem Schutz sowjetischer Berater ging das Ministerium dabei häufig mit Gewalt vor und es kam zu schnellen Verhaftungen, stalinistischen Verhörmethoden und pseudojuristischen Verfahren. Damit übernahm die Stasi also gleichzeitig die Aufgaben einer innenpolitischen Geheimpolizei, einer Ermittlungsbehörde und eines Auslandsnachrichtendienstes. Rechtsstaatliche Prinzipien spielten dabei kaum eine Rolle. Ein Umdenken und eine Abkehr von der Gewalt erfolgte erst nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Als Reaktion auf die Proteste sollte das Informationssystem so verbessert werden, dass Proteste und oppositionelle Bewegungen frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden konnten. Dazu sollte die Stasi angebliche Feinde der Republik identifizieren, enttarnen und damit das politische System stabilisieren. Das große Problem hierbei war allerdings, dass nicht nur Verfassungsfeinde im heutigen Sinne in den Fokus rückten, sondern auch sämtliche BürgerInnenbewegungen, Friedens- und Umweltbewegungen, Subkulturen sowie kirchliche Gemeinden, da die SED auch hier Schädlingstätigkeit, Sabotage und Diversion vermutete. Angetrieben vom Freund-Feind-Denken des Kalten Kriegs war der Stasi hierzu kein Aufwand zu groß. So begann sie damit, nahezu alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens zu infiltrieren und sammelte systematisch Informationen zu allem und jedem. Da auch die Sicherung und Überwachung der Wirtschaft von Anfang an zu den zentralen Aufgaben des Ministeriums gehörte, war es beispielsweise auch in den Simson-Werken allgegenwärtig. Es überwachte Produktionsabläufe, dokumentierte und begleitete technische Entwicklungen und war darüber hinaus auch an Personalentscheidungen beteiligt. Das Ministerium bezeichnete sich daher selbst als Schild und Schwert der Partei und beschäftigte allein in der Berliner Hauptzentrale rund 7.000 hauptamtliche Mitarbeitende. Alles in allem war das Ministerium für Staatssicherheit somit vor allem eins: ein Instrument zur Machtsicherung. Sein Handeln wurde maßgeblich durch die Furcht des Machtverlusts der SED geprägt und es agierte als allgegenwärtiger Geheimdienst und einschüchternde Geheimpolizei ohne rechtsstaatliche und mediale Kontrolle. Auch Menschen- und Persönlichkeitsrechte wurden ignoriert. Als Rückgrat des Systems war es somit das entscheidende Machtinstrument der diktatorisch herrschenden Staatspartei SED. Damit endet unser Roadtrip entlang des grünen Bands. Als wir die Reise im Sommer 2021 angetreten sind, schien der Konflikt zwischen Ost und West vollständig überwunden und für uns unendlich weit weg. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist der Konflikt mittlerweile allerdings auf schreckliche Art und Weise zurückgekehrt. Dabei flammen auch alte Argumentationsmuster, Vorwürfe und Ängste aus dem Kalten Krieg wieder auf. Kein Konflikt dieser Welt, keine Sicherheitsbedenken oder geostrategischen Überlegungen rechtfertigen einen solchen Krieg. Wir wünschen uns, dass dieser Krieg und die Eskalationsspirale zwischen Ost und West so schnell wie möglich wieder endet. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei geholfen haben, diese Grenze mitten durch Deutschland besser zu verstehen.
Bis zum nächsten Abenteuer.